wer glaubt, Klimaschutz geht alleine über den Markt, der wird aufwachen und verwüstete Landschaften sehen. Hallo, ich bin Alice und ich bin gerade an der Museumsinsel in Berlin-Mitte. Ich treffe nämlich gleich Frederik Moch, Erstabteilungsleiter für Struktur, Industrie- und Dienstleistungspolitik beim DGB, und er wird mir erzählen, wie sozial gerechte Klimapolitik funktionieren kann. Hallo. Hi. Frederik, Grüße wie dich, geht's Alice. dir? Gut? Ja, sehr gut. Geht's und selbst? Ja, doch ganz gut. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, dass wir uns heute ein bisschen über Klima, Industriepolitik, Wirtschaftspolitik und wie das alles klappt unterhalten. Ich freue mich auch. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, auch wenn es so ein bisschen durch die Corona-Krise vielleicht in Vergessenheit geraten ist. Aber es ist genauso eine große Herausforderung, die in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Was sagst du denn? Wie bewertest du die Entwicklung, die insbesondere in den letzten 12 Monaten in puncto Klima und Transformation stattgefunden haben? Ja, ich glaube, es gibt mehrere Ebenen, auf die man gucken muss. Das eine ist natürlich, dass das Klimathema in der Öffentlichkeit doch ein gutes Stück weit in den Hintergrund gerückt ist, obwohl der Klimawandel natürlich weiter da ist. Zum anderen, wenn man auf Branchen guckt, auf Arbeitsplätze guckt, sieht man natürlich, dass die Corona-Krise im Prinzip wie so ein Spiegel oder ein Brennglas auf die Krisen der Welt scheint. Wir haben jetzt in diesem Jahr, gerade vor 2 Wochen, die Nachrichten gekriegt, dass Deutschland sein Klimaziel 2020 erreicht hat. Aber wir haben es auch deshalb erreicht, weil wir Corona hatten, weil der Luftverkehr und auch der Verkehr auf der Straße natürlich stark zum Erliegen gekommen ist im letzten Jahr. Und das ist natürlich eigentlich dann nicht das Ziel. Also Klimaschutz sollte, glaube ich, nicht durch so einen Lockdown möglich werden. Aber wir müssen tatsächlich Fahrt aufnehmen in den nächsten Jahren. Und das heißt investieren, investieren, investieren. Wir müssen Menschen qualifizieren, auch für neue Arbeitsbereiche. Und müssen sie vor allen Dingen teilhaben lassen, ihre Ideen nutzen. Deutschland will 55% CO2-Emissionen einsparen bis 2030. Also, obwohl ich mich damit beschäftige, kann ich mir kaum vorstellen, was das praktisch heißt. Ja. Und ich glaube, andere noch viel weniger. Und dahinter steckt aber ein massiver Umbruch. Also die Frage, wie wir produzieren, wie wir leben, wie wir uns fortbewegen, vielleicht sogar, was wir essen, das steckt alles in dieser Frage am Ende. Und insofern geht das Thema natürlich auch jeden an. Schon auch deswegen, weil natürlich jeder, der arbeitet, irgendwie mit dem Thema Berührungspunkte bekommen wird in seiner täglichen Arbeit. Die Europäische Union hat ja mit dem Green Deal ein relativ großes Paket formuliert, was auch wieder ein bisschen umgearbeitet wurde. Wie bewertest du denn die klimapolitischen Bemühungen trotz Corona-Krise, die die EU vorangebracht hat? Also was ich gut finde, ist, dass man jetzt nicht gesagt hat, weil Corona ist, spielt Klimapolitik keine Rolle mehr. Sondern wenn man sich auch anguckt, die ganze Frage, wie kriegen wir die Wirtschaft wieder ans Laufen, ist stark zusammengedacht worden mit der Frage von Klimaschutz. Insofern ist auch die Ankündigung des Green Deal, das lag ja ein Stück weit vor Corona, eine richtige gewesen, weil die Idee beim Green Deal ist, die Wirtschaft und auch die Chancen, die diese Veränderung hat, wirklich nach vorne zu bringen und zu gucken, wie kann man eigentlich Europa klimaneutral hinbekommen. Viele Leute haben ja tatsächlich Angst, dass die Klimainvestitionen dazu führen, dass im Zweifel sehr schnell Arbeitsplätze verloren gehen und dass Klimaschutz und Wirtschaftspolitik gar nicht so gut miteinander zusammengehen können. Wie glaubst du, kann man denn die Menschen da ein bisschen besser abholen, beziehungsweise was wäre es nötig, damit Wirtschafts- und Klimapolitik gut zusammengehen? Ja, also zum Beispiel, was man jetzt gemacht hat mit dem Konjunkturpaket, diesem Aufbaufonds auf der europäischen Ebene, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auch in Deutschland, das Konjunkturpaket hat ja Klimainvestitionen in den Mittelpunkt auch der wirtschaftlichen Erholung gestellt. Und ganz generell, also wir als Gewerkschaften machen immer stark, dass wir den Strukturwandel gerecht gestalten wollen. Wir haben viel über Investitionen gesprochen. Die Frage ist immer, wer zahlt diese Investitionen? Damit sind wir bei Verteilungsfragen. Und Verteilungsfragen
haben natürlich eine ganz, ganz starke soziale Komponente. Das heißt, wir müssen uns auch immer damit auseinandersetzen, ist Klimapolitik verteilungsgerecht oder müssen wir nachsteuern? Auf welche Art und Weise kann man den Klimaschutz so gestalten, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht um ihre Zukunft fürchten müssen? Also das eine ist natürlich, dass es ganz konkret Perspektiven geben muss. Das ist eher so die Frage von Investitionen in Unternehmen, von Strukturpolitik. Aber die Beschäftigten haben natürlich auch ein unglaubliches Wissen. Ein Wissen an ihrem Arbeitsplatz, wie man Dinge besser machen kann. Diese Ideen einzusammeln, ist, glaube ich, eine große Chance. Die Frage von Mitbestimmung, die Innovationen treiben kann, das ist ganz wichtig. Und am Ende geht es natürlich auch darum, dass die Arbeitsbedingungen gute sind. Die Frage von Tarifverträgen, sind die Arbeitsbedingungen auch in neuen Branchen, die entstehen, so wie wir uns das eigentlich wünschen, so wie das in einer sozialen Marktwirtschaft sein soll. Und da müssen wir auf jeden Fall auch drauf achten. Welche politischen Bedingungen braucht es denn, damit die klimapolitische Frage auch als soziale Frage auf EU-Ebene betrachtet wird? Also eins ist klar, wir brauchen auf der EU-Ebene auch eine Rückbesinnung, dass der Staat auch in der Wirtschaft ein Akteur ist. Man kann nicht alles nur den Privaten überlassen, das wird nicht funktionieren. Die EU ist nach wie vor davon eigentlich geprägt, doch sehr, sagen wir einfach mal böse, marktradikal politisch aufgestellt zu sein. Und das wird so nicht funktionieren, wenn man an den Green Deal denkt. Wir müssen Investitionen anschieben, die sich auf absehbare Zeit für die Unternehmen erstmal nicht rechnen. Das heißt, wir müssen diese Lücke, so eine grüne Investitionslücke müssen wir schließen. Und das geht nur mit der öffentlichen Hand. Und wer glaubt, Klimaschutz geht alleine über den Markt, der wird aufwachen und verwüstete Landschaften sehen. Du hast ja gerade skizziert, es gibt sehr viele Herausforderungen in puncto Klimaschutz. Strukturwandel, Bildung, Forschung, es muss sehr viel investiert werden. Vor dem Hintergrund dieser Probleme, was gibt dir denn Hoffnung für die Zukunft in puncto Klimaschutz und Klimapolitik? Hoffnung gibt mir auf jeden Fall zu wissen, dass Europa ein starker Kontinent ist. Wir haben viele kluge Menschen hier, wir haben viele gute Ideen. Es muss gelingen, dass wir alle Menschen mitnehmen dabei. Also der gesellschaftliche Zusammenhalt ist auf der anderen Seite aber auch eine große Ressource. Klimaschutz, glaube ich, darf nicht als Verzicht rüberkommen, sondern muss als Chance gesehen werden, ein gutes, ein besseres Leben für die breite Masse der Bevölkerung auch zu gestalten. Frederik, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich habe sehr viel von dir heute gelernt. Wirtschaftspolitik ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite und alles Gute. Das Gespräch mit Frederik Moch gerade war sehr erhellend. Es ist deutlich geworden, dass zwar die Corona-Krise die Klimakrise gerade aus Medien und öffentlichen Diskursen verdrängt hat, allerdings darf die Klimakrise trotzdem nicht stiefmütterlich behandelt werden. Im Gegenteil. Die Kräfte müssen gebündelt werden, denn in den nächsten 10 Jahren entscheidet sich, ob wir die globale Erwärmung stoppen können.